partis, nous tous nous rassemblés, nous tous nous avons trouvé qui moyen nous pour commencer. Y'en a qui veulent amuser, mais y'en a beaucoup peuplé. Heute ist der 26. November 2018. Wir haben jetzt 8 Tage Kap Verden hinter uns und starten heute Richtung Barbados. Ich freue mich, dass es endlich losgeht und bin mal gespannt, wann wir dort ankommen werden. Jetzt möchte ich von euch natürlich wissen, wie hat es euch gefallen? Seid ihr aufgeregt? Freut ihr euch auf die Weiterfahrt? Wie geht's euch heute? Also die Velo hat mir sehr gefallen. Ich konnte hier einfach länger bleiben. Leider habe ich mein Ticket nach Argentinien und wir mussten weiter. Aber ich freue mich schon auf den Atlantik. Aber ich glaube, ich werde wieder nach Kap Verden kommen. Also mir hat es auf den Kap Verden auch sehr gut gefallen. Gestern waren wir surfen und die Kap Verden sind sehr schön. Also ich werde bestimmt irgendwann mal wiederkommen. Und jetzt freue ich mich aber auch auf eine schöne Überfahrt, guten Wind und immer eine breit Wasser noch geben. So, wir sind gestern gestartet und dann Vicente, wollten eigentlich noch nach Santa Lucia, aber leider gab es sehr starken Wind, bis zu 40 Knoten und fast gegen an. Da haben wir das sein gelassen und haben den Kurs gewechselt Richtung Barbados. Circa 2100 Meilen. Heute Nacht war es nicht ganz so angenehm. Manchmal war kein Wind, dann hat der Wind nochmal gedreht, es war Kabelwelle. Aber jetzt sind wir direkt auf Kurs, haben die Welle leicht achterlich und machen ca. 5,5 Knoten Fahrt. So, Tag 3 hat begonnen. Die Nacht war eigentlich relativ ruhig. Wir hatten immer so 20 und 24 Knoten Wind. Die Welle war doch ein bisschen fies, also hat uns doch ganz schön hin und her geschaukelt. So, wieder mal ein fliegender Fisch an Deck und die Cindy wird ihn jetzt bestatten. Pass auf, der zappelt noch. Ja, das war die Bestattung von unserem fliegenden Fisch. So, die Cindy hat ein paar News für uns. Ja, so wir sind schon unter 1793 Meilen. Vielleicht 290 Stunden. Ah, sehr schön. Der 3. Tag. Wie war die Nacht? War okay. Nicht so super, aber naja, zu schlafen. Aber hier ist war gut. War gutes Wind, nicht so große Welle und nicht so kalt wie vorgestern. So, es war besser. Ja, netter Ort. Aber heute Nacht total kalt. Ich habe hier eine Husche abbekommen. Das war richtig schön. Ansonsten war es gut. Also das habe ich auch schon erlebt. Es kamen 2, 3 Wellen hier über die Steuerbordseite ins Cockpit. So, der 4. Tag ist angebrochen. Die Nacht war gar nicht schön. Wir hatten 3, 4 Squalls, die mit 30 bis 33 Knoten durchgezogen sind. Unangenehme Welle. Es hätte schöner sein können. Der Mond ist leider erst, ich glaube, um 1 Uhr aufgegangen. Vorher war es stockfinster. Wir hoffen, dass es die nächsten Nächte etwas besser wird. Ansonsten habe ich gut gefrühstückt, schön Kaffee getrunken, die ARC-Funkrunde gehört und jetzt gehe ich gleich ins Bett. So, das sieht aus wie die ersten Adventsvorbereitungen. Der Weihnachtsschneider gibt es keine Leckerei. Hier wird nämlich der Adventskalender genäht.
So, da werden jetzt endlich unsere Tampen getakelt. Damit die gut aussehen, wenn wir in Barbados ankommen. So, wir nimmt es dann steil an. Jawohl, und das ist das Ergebnis. Ich zoome das mal ein bisschen ran. Ein sehr schöner Tag. Also das Ding wird hoffentlich die nächsten 5 Jahre alt. Das war die Übung. Wir haben immer noch zwischen 25 und 30 Knoten Wind. Mittlerweile sind da riesige Wellen. Aber wir machen super Eckmale. Letzten Tag 144 Meilen. Neuer Rekord. Wir haben heute den 14. Tag, die letzte Nacht. Ja, sagen wir es mal so, es war nicht so wahnsinnig toll, weil der Mond geht immer erst morgens um 1, 2 Uhr auf. Wenn man dann alles stockfinster hat, viele Wolken, kaum Sterne, dann kann man auch nicht wirklich viel sehen. Das war jetzt nicht wirklich toll. Dann hatten wir noch das unendliche Vergnügen, dass mir gegen Morgen dann auch mal so eine Welle von hinten direkt reingekracht ist. Und ich schon dachte, das wird alles geflutet. Hat es Gott sei Dank nicht. Haben wir dann eine Shot vorgemacht und dann war alles gut, kam auch nichts mehr rüber. Ja, viele Wolken die letzte Nacht gewesen, die auch ordentlich Wind mitgebracht haben. Haben uns gut vorangetrieben. Aber es muss funktioniert. So, Cindy beim morgendlichen Training. Das macht sie jetzt schon gefühlt jeden Morgen, aber nur gefühlt, weil leider hat sie heute das Band erst wieder gefunden. Macht uns Spaß. Und man sieht schon richtig, wie die Muskeln stärker werden. Ja. Sehr gut. So, die Adventskalender-Säckchen sind fertig. Jetzt werden noch die Tage draufgeschrieben. Ich glaube, es sind 24 in unserem Gemüsenetz. Da hängt jetzt unser Adventskalender. Morgen ist der erste Sack dran. Wenn wir ihn wiederfinden. Dann sind die auch noch durcheinander. Na klar. Okay. Schauen wir mal, ob ich das hier ein bisschen näher kriege. Ja, da stehen Zahlen drauf. Ich glaube, das sind die Tage, wann wir den aufmachen dürfen. Glaubst du? So, und das hier, das ist die Cindy, wenn sie mal arbeitet. Verschärft es dir noch. Schon sehen, was davon hast. Ich glaube, sie wäscht gerade ab. Du kannst ja wieder nicht So, und so geht das hier zu. Mitten auf dem Atlantik. Am 5. Tag unserer Reise. Joven la
Morgen des 6. Tages, heute 1. Dezember 2018. Überholt uns da ein Katamaran voll bewegen. Großsegel, Genua und dann noch ein Sturmsegel. So, heute am 6. Tag ist Vashta. Die Sonne scheint, das Wasser hat 26,5 Grad Und es ist kurz vorm 1. Advent. und es ist 1. Dezember. Ist heute Samstag oder Sonntag? Und? Super. 27 Grad. Kannst du nur gut etwas. Das macht der Jakob seit Stunden. 3, 2, der erste Sack ist heute dran. Und mal gucken. Oh, Marzipan. 4 Stück Marzipan. Jo, super. Das werden wir jetzt zum Espresso verspeisen. So, wir müssen die Genua ausbauen, wollen direkt vom Wind fahren. Jetzt wird der Spinackerbaum vorbereitet. So, ein Aufholer, ein Achterholer und ein Niederholer. Und da fehlen wir dann die Schot der Genua durch. Das so im März, aber nicht zu stark. So, wir haben Fisch. Das ist heute Sillis Fisch. Ja, aber es ist schon. Da hinten ist er. So, das sind hier unsere beiden Angler, die ganz gespannt sind, was da dran ist. So, wer kommt da? Der Süße. Ganz kaputt, oder? Ja, deswegen immer langsam. Nicht, dass er abreißt, Jakob. Der ist schon ab, der Haken ist ab, ne? Wenn ihr es loslässt. Lass mich ja nicht los. Mach mal hier bitte. Lass mich auf die Zähne legen. Immer mit der Ruhe. Warte. Erst zuhören, dann machen. Wenn du nämlich in den Magen schneidest und das ans Fleisch kommt, dann verdirbt das Fleisch. Ja? Du fängst hier hinten, hier ist der After, da fängst du an. Dafür ein bisschen mehr. Okay, und jetzt? Jetzt schneidest du weiter bis nach ganz vorne durch. Hier erstmal von da wieder anfangen. Okay. Ja, genau. So, und dann Kann ich den Messer benutzen? das macht man mit den Fingern. Das macht ja drin alles kaputt. Jetzt packt er hier so an der Seite rein und so das einfach raus. Was sind die? Mit 2 Fingern hier an der Seite rein. Die Seite. Hier. Ja, aber an der anderen Seite. Hier. Genau. Und dann runtergreifen, los. Boah, ey. Hier die Kiemen auch noch raus. Nichts für schwache Nerven, was die Cindy jetzt da macht, um heute was zum Essen zu haben. Was, Fische?
So, der eine ist noch nicht ganz filetiert. Da rauscht die Angel schon wieder los. Na dann. Schauen wir mal, was gut dran mal dran ist. Ja, also das ist schön. Ja, Ja, ist er. Oh, wie nehme ich die denn? Hauptsache, sie bleibt nicht im Wasser. Das war ja eine Bestellung. So, wir haben Vorspeise und Ja, mach. Das wird ja ein Spaß. Die will aber noch nicht. ich glaube schon ein bisschen tot. Oh, die hat nur einer. Oh, ich krieg sie nicht. Fall mir da nicht Warte, rein. warte. Musst du weiter ran? Ja, Mann. Ja, die will aber noch nicht. Ah, Hervorragend. da haben sie. Also Tante, ist das zu deinem... Wo ist das ein Monster? Da können wir aber ein bisschen länger von essen. So, Angel für heute dann bitte einstellen. 2,4. Nee, 2,3. 2,3. Nein. Schöne Farbe. Lecker Fisch. Und 75 Zentimeter. Wie viel? Noch ein bisschen. 77. 77 Zentimeter. Und dann fange ich hier ein bisschen höher an. Ja, die beiden Filetierkünstler. So, und das ist jetzt von dem Fisch übrig geblieben. Haben sie super filetiert. Und jetzt gibt es unsere erste Trophäe. So, erster Advent. Ja. Es gibt frisch gebackenes Weißbrot mit Nutella, Marmelade. Was gab es heute im Weihnachtskalender? Blätterkrokant. Schön weich. Muss erst in den Kühlschrank. Okay. Und geht's euch gut? Bestens. 2 Fische haben wir gefangen und es ging nie besser. Und geht's dir auch gut? Ja, blenden. Alles gut. So, was kriegen wir aus? Wie was du willst? Ja, guck mal noch. Guck mal die Welle. 1, 2, 3. Ja, ja. Da ist wieder einer vor dir.
ersten Advent Dolphin-Watching. Jetzt siehst du die Sonne nicht mehr. Aber ich bin ja deine Sonne. 3. Dezember 2018. Es könnte unser erster Sonnenuntergang werden. Wohl nicht. Aber die Meinung ist wohl doch nicht. Weil wieder eine Wolke da ist. So, der 8. Tag neigt sich dem Ende entgegen. Heute Nacht werden wir genau die Hälfte haben. Dann haben wir noch 2050 Meilen. Eigentlich die Sonne, die Wolke, oder? Mon petit gars invité conférence l'autre jour dans le parc marine. Lesquels les meilleurs poissons casiers, plus bon pour goûter. Comment c'est que toi tu prends la parole, les plus bons pour faire la daube. La plupart t'y battent la main en disant caca toi il bien causé. Vous êtes fait la colère en disant caca toi y'en a la glie. Quand on est content à cause lui aussi y'en a la glie. Vous êtes capable de causer quand on fuit l'habitude donner